Good morning, good morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. We will today continue with verse 7 of 1 Peter chapter 1. Wir fahren heute mit Vers 7 des 1. Petrusbriefes, Kapitel 1 fort. Now remember the context. Denk an den Kontext. Peter is not writing to a church that has a wonderful time at a conference. Petrus schreibt nicht an eine Gemeinde, die eine wunderbare Zeit auf einer Konferenz hat. He's writing to Christians spread as refugees because of persecution. Er schreibt an Christen, die aufgrund von Verfolgung als Flüchtlinge verstreut sind. And he's been telling them that they should even jump for joy when they go through grief. Und er sagt ihnen, dass sie sogar vor Freude springen sollen, wenn sie Kummer erleiden. And now comes another divine but. Jetzt kommt ein weiteres göttliches Aber. But these only reveal the sterling core of your faith. Aber diese offenbaren nur den edlen Kern eures Glaubens. So when he talks about these, he's talking about the great grief and trial. Wenn er also von diesen spricht, meint er die große Trauer und die Prüfungen. Now, I want you to take really careful notice of the word reveal. Ich möchte, dass du dir das Wort offenbaren sehr genau anschaust. Listen, my dear friend. Trouble, tribulation, difficulties will always reveal something. Mein lieber Freund, Ärger, Trübsal, Schwierigkeiten werden immer etwas offenbaren. We have to stop believing that tribulation causes something, when in reality tribulation only reveals something. Wir müssen aufhören zu glauben, dass Trübsal etwas bewirkt, wenn Trübsal in Wirklichkeit nur etwas offenbart. Think about what happened in the pandemic. Denk darüber nach, was bei der Pandemie passiert ist. The pandemic did never cause any problems to the church. Die Pandemie hat der Gemeinde keine Probleme beschert. The pandemic revealed where the church is standing at. Die Pandemie hat gezeigt, offenbart, wo die Gemeinde steht. Listen to me, so many people said, I did this because of this pressure. So viele Menschen sagten, ich habe das wegen des Drucks getan. If I wouldn't have had this pressure, I would not have sinned. Wenn ich diesen Druck nicht gehabt hätte, hätte ich nicht gesündigt. But I really don't believe this is true. Doch ich glaube nicht, dass das wahr ist. Pressure reveals what is deep in the core of your very being. Druck offenbart, was tief in deinem Inneren steckt. And this is what Peter is trying to explain to them. Genau das versucht Petrus ihnen zu erklären. Peter is telling to them, look, all these difficulties you're going through, they are revealing right now your real faith. Petrus sagt ihnen, schaut mal, all diese Schwierigkeiten, die ihr durchmacht, offenbaren gerade jetzt euren wahren Glauben. For decades I've said, Seit Jahrzehnten sage ich, how do you know you really believe that Jesus took your sicknesses on the cross unless you're sick? woher weißt du, dass du wirklich glaubst, dass Jesus deine Krankheiten ans Kreuz gebracht hat, wenn du nicht krank bist? How do you know that Jesus is your provider unless you have lack? Woher weißt du, dass Jesus dein Versorger ist, wenn du keinen Mangel hast? You never know what you believe unless you go through trial. Du weißt nie, was du glaubst, wenn du nicht durch Prüfungen gehst. Wise people Weise Menschen have a deep desire to have a constantly revealed heart. haben ein tiefes Verlangen, ihr Herz ständig offenbart zu bekommen. You know, the moment I understood this, which was a long time ago, Als ich dies begriffen hatte, und das ist schon lange her, I literally started to rejoice in trial, and I'll tell you why. begann ich mich buchstäblich über Prüfungen zu freuen. Ich sage dir warum. Because there is nothing that reveals your heart better than difficulties. Denn es gibt nichts, was dein Herz besser offenbart als Schwierigkeiten. Think about this. Denk darüber nach. How do you know that you've really learned the first attribute of love, which is to be patient? Woher willst du wissen, dass du die erste Eigenschaft der Liebe, nämlich geduldig zu sein, wirklich gelernt hast? Unless you have people around you that irritate you. Wenn du keine Menschen um dich herum hast, die dich irritieren. See, if I'm only surrounded by very sweet people that do everything the way I like it, how do I know if I have patience? Wenn ich nur von sehr netten Menschen umgeben bin, die alles so machen, wie ich es mag, woher weiß ich dann, ob ich Geduld habe? So many Christians all of their life
run from trial and never find out what's in their heart. So viele Christen rennen ihr ganzes Leben lang vor Prüfungen davon und finden nie heraus, was in ihrem Herzen ist. A very foolish way to live life. Das ist eine sehr törichte Art, das Leben zu leben. Because think about it. Überleg doch mal, How can you change things in your heart without knowing that they are there? wie kannst du Dinge in deinem Herzen ändern, ohne zu wissen, dass sie da sind? You can't. Du kannst es nicht. So I am a great believer in being so thankful when we find out what's in our hearts. Deshalb glaube ich fest daran, dass wir dankbar sein sollten, wenn wir herausfinden, was in unserem Herzen ist. Because that's when you can do something about it. Denn dann kann man etwas dagegen tun. So that's why Peter is telling them, listen, you better jump for joy because now you see where you really are in your life of faith. Deshalb sagt Petrus ihnen auch, ihr solltet vor Freude springen, denn jetzt seht ihr, wo ihr in eurem Glaubensleben wirklich steht. Look, my friend, Schau, mein Freund, there is little faith, es gibt kleinen Glauben, there is great faith, es gibt großen Glauben, there's tested faith. es gibt geprüften Glauben. You tell me which one is the most desirable faith for a Christian. Sag mir, welcher der erstrebenswerteste Glaube für einen Christen ist? The tested faith. Der geprüfte Glaube. Because that's the faith that you have learned to walk through trial and it still holds. Denn das ist der Glaube, den du gelernt hast, als du durch Prüfungen gegangen bist und der immer noch hält. That's a faith that showed you what's in your heart and you learned to deal with it. Das ist ein Glaube, der dir gezeigt hat, was in deinem Herzen ist und du hast gelernt, damit umzugehen. So this is why this divine but is a very important one. Deshalb ist dieses göttliche Aber sehr wichtig. But these trials only reveal the core of your true faith. Aber diese Prüfungen offenbaren nur den Kern eures wahren Glaubens. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Oh, the beauty and the pain when our hearts are revealed to us. Wie schön und wie schmerzhaft ist es, wenn uns unser Herz offenbart wird. It's beautiful and it's painful. Es ist schön und es ist schmerzhaft. Do you know? Listen to me. Hör zu. I don't know if Daniel can translate that. Ich weiß nicht, ob Daniel das übersetzen kann. But I have a saying when I go to the gym. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, sage ich jeweils, I say like this, it hurts so good. es schmerzt so gut. It's a good pain. Do you know why? Es ist ein guter Schmerz. Weißt du warum? Because that pain shows you that you are actually working the right muscles. Weil dieser Schmerz dir zeigt, dass du tatsächlich die richtigen Muskeln trainierst. When God reveals our hearts through trial, it hurts good. Wenn Gott unser Herz durch Prüfungen offenbart, ist es ein guter Schmerz. See you tomorrow. Bis morgen.